mir macht es eine Riesenfreude, an mir selber zu arbeiten und weiterzumachen. Und genau das machen wir die nächste Saison genauso. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Ihr habt bemerkt, wir sind zurückgekehrt in das schönste Stadion der Welt hier in den Signal Iduna Park. Die erste Sendung, zum ersten Mal mit dieser wunderbaren Deko. Wer kann da nur kommen? Die wahre Nummer 1. Und sie ist heute hier, ich freue mich. Greg ist bei mir. Greg Kobel, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Gregor. sehr gerne. Das erste Pflichtspiel ist gespielt. Das erste Bundesligaspiel steht auf dem Programm. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Riesig natürlich. Ich glaube, wir haben eine lange Zeit jetzt gehabt, um uns auf die Saison vorzubereiten. Von daher sind wir alle heiß und freuen uns alle riesig, dass es wieder losgeht. So vor der Saison weiß man nie so richtig, wo man steht. Es gab die 2 Spiele gegen die Spanier, die wurden verloren. Dann der überzeugende Sieg im DFB-Pokal gegen 1860 München. Jetzt geht's morgen gegen Bayer Leverkusen. Sicherlich ein Top-Team in diesem Jahr oder auch in den vergangenen Jahren. Was erwartest du für eine Partie? Ich glaube, gerade letzte Saison waren es natürlich sehr interessante und sicher schwere Spiele auch für uns und auch für Leverkusen. Aber wir sind vorbereitet und wir freuen uns aufs Spiel. So ein Spiel so früh zu haben, ist natürlich was anderes, aber trotzdem, wir sind vorbereitet und wir freuen uns sehr darauf. Das sind auch die Spiele, auf die man sich immer besonders freut in der Saison. Und gerade am Anfang so ein Spiel zu haben, macht natürlich Spaß. Jetzt ist Leverkusen im DFB-Pokal schon ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder weniger gut ist. Auf jeden Fall ist da jetzt sicherlich schon mal richtig Druck auf dem Kessel da in Leverkusen. Was hat das für eine Bedeutung für das Spiel am Samstag? Ja, ich glaube keine große für uns, weil Druck da ist immer auf dem Kessel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und egal, ob da vorher ein Spiel verloren wurde oder nicht, geht man da mit der gleichen Einstellung ins Spiel rein und nämlich 3 Punkte zu holen. Ich glaube, Leverkusen würde das derselbe sagen. Von daher denke ich, wird sicher ein spannendes Spiel werden. Jetzt ist in den Reihen von Bayer Leverkusen Patrick Schick. Das ist sicherlich ein extrem guter Stürmer, der oft knipst. Beschäftigst du dich eigentlich mit den Top-Stürmern? Schaust du dir an, wie sie Tore machen, von wo sie Tore machen? Es kommt ein bisschen drauf an. So ein bisschen ja und nein. Weil natürlich als Torwart kannst du natürlich dich nie auf irgendwas sicher sein. Ich glaube, man guckt so ein bisschen auf Tendenzen, dass man vielleicht das eine oder andere auf dem Schirm hat. Aber wirklich großartig mit jemandem beschäftigen, das bringt auch nichts. Weil im Spiel kann dann alles wieder anders sein. Das heißt, man muss einfach ready sein mit sich selber, sich mit sich selber beschäftigen und selber einfach auf gut ins Spiel reinkommen. Auf jeden Fall kommt eine richtig gute Offensive von Leverkusen hier in unser Stadion. Was setzen wir dagegen? Natürlich unsere Nummer 1, unseren Top-Torhüter. Und warum er die Nummer 1 ist, das schauen wir uns jetzt noch einmal an in den besten Szenen der letzten Saison. Jawohl. Wow, da waren aber einige spektakuläre Szenen dabei. Normalerweise, muss ich ehrlich sagen, sehe ich lieber, wenn wir Tore erzielen. Aber das hatte, ein bisschen Gänsehaut habe ich schon gekriegt. Da war die eine oder andere Situation, wo ich mich wirklich sehr gerne dran erinnere, wo ich im Netradio schier ausgeflippt bin. Wie zufrieden bist du mit der ersten Saison? Es waren sicher für mich persönlich einige gute Spiele dabei. Ich glaube, so im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, haben wir uns letzte Saison natürlich mehr vorgenommen. Das ist natürlich immer im Kopf drin. Ich denke gerne nicht zu sehr persönlich, sondern mehr als Team. Mir ist wichtig, dass wir Erfolg haben und dass wir eine geile Saison alle zusammen haben. Und von daher, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist sicher
das ein oder andere gute Ding dabei gewesen. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, in die Zukunft zu blicken, noch besser zu werden, noch mehr an sich arbeiten zu wollen. Ja, wie gesagt, letzte Saison ist vorbei, jetzt kommt eine neue Saison, jetzt gilt es wieder aufs Neue, Gas zu geben. Wie gesagt, in ein paar Tagen ist das nächste Spiel vor der Brust schon und da fängt es wieder an. Von daher ist das andere schon wieder weg und jetzt heißt es wieder von Neuem an sich zu arbeiten, besser zu werden und Spiele zu gewinnen und Punkte zu sammeln. Du hast am Anfang gesagt, Ziele gesetzt. Das würde mich mal interessieren. Was habt ihr euch in diesem Jahr für Ziele gesetzt? Gibt es auch Dinge, wo du sagst, weißt du was, der Gregor, die eine oder andere Geschichte, da sollte ich mich noch ein bisschen verbessern? Oh, 100%. Es gibt immer Sachen, in denen man sich verbessern kann. Auch für mich persönlich. Ich gucke mir natürlich jedes Spiel von mir an, alle Szenen von mir. Und gucke da ganz genau, was ich noch besser machen kann. Und das ist das Schöne am Fußball, es gibt immer irgendwas zum Bessermachen. Von daher wird es auch nie langweilig. Und ja, wie gesagt, mir macht es eine Riesenfreude, an mir selber zu arbeiten und weiterzumachen. Und genau das machen wir die nächste Saison genauso. Dafür wird fleißig trainiert. So sieht's aus. Ja. Dass du im Tor stehst, ist natürlich ganz klar. Jetzt kann es gut sein, dass sich direkt vor dir etwas ändert. Wie wichtig ist das für dein Spiel, wer vor dir agiert? Natürlich ist es sehr wichtig. Ne? Wir haben natürlich eine relativ enge Bindung im Spiel, ich und meine Innenverteidiger. Aber alle Jungs, die wir im Kader haben, sind überragende Kicker und überragende Fußballspieler. Von daher mache ich mir gar keine Sorgen, wer am Wochenende auf dem Platz ist. Ich vertraue da jedem zu 100%. Von daher, wir können uns da auf jeden Fall lassen, egal wer da auf dem Platz steht. Jetzt sind nicht nur die Vorderleute neu. Jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal gesehen, dass ihr das System gewechselt habt. Einmal die Dreierkette, einmal die Viererkette. Was ändert sich denn eigentlich für dich im Spiel, wenn in der Dreierkette gespielt wird oder in der Viererkette? Das sind so ein paar taktische Abläufe, defensiv hätte ich gesagt, wie die Außenspieler reinschieben, wer in die Kette reinkommt. Ist es ein Sechser, der sich mal fallen lässt, wenn wir durchschieben, oder ist es einer, wo vielleicht im Mittelfeld außen spielt, der sich reinfallen lässt in der Dreierkette, in der Viererkette vielleicht eher einer aus dem Mittelfeld mal. Und natürlich im Spielaufbau genauso. Es kommt ein bisschen darauf an, wo die Spieler stehen, wer sich anbietet im Zentrum, wer außen spielt. Ob ich einen Chip spielen kann oder ob man eher flach spielt, das sind so Kleinigkeiten, die natürlich sehr entscheidend dann sind von der Aufstellung. Jetzt haben wir ein bisschen über die Abwehrspieler gesprochen. In der Offensive hat sich natürlich auch was getan. Sebastian ist erstmal außer Gefecht. Ja. Aber Karim Adeyemi zum Beispiel oder Jamie Bino-Gittens, neue offensive Spieler. Gibt es einen, die Frage, die ich dir stellen möchte, gibt es vielleicht einen im Kader, wo du sagst, ey, gut, dass der bei uns ist, dass er nicht gegen mich spielt? Nur von den Neuen jetzt, meinst du? Ja. Allgemein? Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Qualität in der Mannschaft. Es gibt da nicht nur einen, es gibt da einige, wo ich froh bin, dass wir bei uns sind und nicht beim gegnerischen Team. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir können uns auf natürlich jeden Neuzugang, den wir da geholt haben, freuen. Wie gesagt, von mir persönlich auch nochmal natürlich sehr, sehr schnelle Genesung an Sebastian. Ich habe mich mega gefreut, dass er bei uns war. Habe mich gefreut, mit ihm auf die Saison zu kommen und hoffe natürlich, dass wir so schnell wie möglich die Möglichkeit zusammen haben, auf dem Platz zu stehen. Aber von den anderen natürlich ein Donny, ein Karim, jeder, der da vorne wirbelig ist mit ihren guten Abschlüssen, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und da können wir froh sein, dass sie bei uns sind. Jamie ist schon ziemlich schnell, ne? Jamie ist eine Maschine, natürlich auch 1 gegen 1. 1 gegen 1, sehr, sehr stark. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele richtig starke Kicker, richtig sehr gute Fußballer, wo eine Menge Spaß machen werden heute. Einfach für die ganze Saison, um zuzuschauen, um Tore zu feiern, und die tun der Mannschaft gut. Super. Greg, das war's schon vom Feiertagsmagazin, das erste Feiertagsmagazin. Ihr drückt natürlich unseren Jungs die Daumen, egal wo ihr seid, im Stadion, zu Hause oder vorm Radio, vorm Netradio zum Beispiel. Also, wir drücken dir natürlich auch die Daumen. Alles Gute. Vielen Dank, Gregor Probel. Tschüss, macht's gut. Mach's gut, ciao.